In diesem Video geht es um geschickte Resteverwertung, um eine Fantasy-Ruine mit echt dicken Mauern zu bauen. Inspiriert übrigens von dieser alten Klosterruine von Citerdis. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Solche Styropor- und Hartschaumreste hat vermutlich jeder bei sich herumliegen. Spätestens nach einem größeren Geländebauprojekt. Etwas, was ihr aus kleinen Hartschaumblöcken immer zuschneiden könnt, sind Ziegel und Fliesen. Zum Beispiel ganz einfache Ziegel von 1 cm Höhe, 1 cm Tiefe und verschiedenen Breiten von um die 2 cm. Wie sowas am Heißdrahtschneider genau geht, habe ich euch ja schon im oben verlinkten Video erklärt. Ebenso habe ich euch oben verlinkt, wie ihr einen praktischen Hartschaumschubser baut. Auch Fliesen von zum Beispiel 0,5 cm Dicke und unterschiedlichen Maßen könnt ihr aus Hartschaumresten zuschneiden. Für das aktuelle Ruinenprojekt sind meine Fliesen allesamt gleich groß, und zwar 1,5 cm x 1,5 cm. Damit die geplante Ruine aber nicht zu eckig wird, brauche ich noch runde Ziegel. Und zwar mit 2 verschiedenen Radien, weil die Mauern ja aus 2 Ziegelreihen bestehen sollen. Entsprechend nehme ich ein möglichst hohes Reststück, um daraus Ringe mit jeweils 2 verschiedenen Innen- und Außendurchmessern abzuschneiden. Die Ringe A haben 12 cm Außen- und 10 cm Innendurchmesser. Die Ringe B haben 10 cm Außen- und 8 cm Innendurchmesser. Wie ihr seht, bei einem hohen Reststück reichen bereits Halbkreisringe, die dann in 1 cm hohe Einzelringe zerschnitten werden, damit sie genauso hoch sind wie die eckigen Ziegel. Die Ringe werden danach ganz einfach freihand in einzelne Ziegel zerschnitten, um dann alles nach Wunsch zu verwittern. Ich nehme dafür und wegen der großen Mengen meine Universal-Strukturierungskiste mit einigen Steinchen und schüttel alles kräftig für etwa eine halbe Minute. Strukturiert die verschiedenen Bauteile aber unbedingt nacheinander und sortiert sie in einzelne Boxen, um den Überblick zu behalten. Speziell was die runden Ziegel mit den verschiedenen Außen- und Innendurchmessern angeht. Ist das erledigt, braucht eure Ruine noch ein Fundament aus zum Beispiel Styroporresten. Die Maße könnt ihr völlig frei wählen. Ich habe mich an den Abmessungen meiner Reste orientiert. Wichtig ist nur, dass ihr Höhenunterschiede von 0,5 cm einplant, damit eure Ruine interessanter wirkt. Dieser Halbkreis muss entsprechend unserer runden B-Ziegel einen Durchmesser von 8 cm haben. Als erstes werden Fliesen auf die Fundamentstücke geklebt. In meinem Fall auf die 2,5 und 3 cm hohen Stücke. Welches Muster ihr dabei legt, ist natürlich euch überlassen. Nach dem Trocknen könnt ihr die Überstände dann ganz einfach abschneiden. Schon sind die Böden fertig. Ins dritte und nur 2 cm hohe Fundamentteil schneide ich noch eine 2 cm tiefe und 5 cm breite Ausbuchtung, um darin später eine 3 cm breite und 3 cm tiefe Treppe zu versenken. Die habe ich ganz einfach aus einigen Fliesen gebastelt. Zum Einbauen der Treppe gleich mehr. Denn erstmal werden jetzt Ziegel aufgeklebt. Dafür klebt ihr die beiden gefliesten Fundamente zusammen und klebt rundherum 3 Reihen Ziegel auf. Am Halbkreis nehmt ihr zunächst die B-Ziegel mit den niedrigeren Durchmessern. Und es macht gar nichts, wenn hier und da Lücken sind, weil ja gleich noch zweite Ziegelreihen davor aufgeklebt werden. Aber erstmal wird das letzte Fundamentbauteil befestigt, um eine Trocknungspause einzulegen. Denn das ist quasi die einzige echte Schwierigkeit bei so einem Ruinenprojekt. Die nervigen Trocknungszeiten zwischen den Bauabschnitten. Der Rest ist absolut einsteigerfreundlich. Danach könnt ihr die Treppe einbauen und außen ums Fundament eine Ziegelreihe ergänzen. An allen anderen Mauern werden nun zweite Ziegelreihen vor die ersten geklebt und zugleich weiter in die Höhe gemauert. Am Halbkreis natürlich nun mit den A-Ziegeln, die ja einen entsprechend größeren Durchmesser haben. Beim Aufkleben der Ziegel könnt ihr natürlich auch Fenster, Türen bzw. Durchgänge und Stützpfeiler an den Außenseiten einplanen. Und da es ja eine Ruine werden soll, fangt irgendwann an, Ziegel wegzulassen.
Und zwar am besten immer etwas versetzt zwischen den inneren und äußeren Ziegelreihen. Prima Helfer sind hierbei übrigens rechtwinklige Reststücke oder Kaffeebecher mit 8 cm Außendurchmesser. Sobald dann alles gut durchgetrocknet ist, kann es an die Bemalung gehen. Zum Beispiel mit einem Hellgrau, in das hier und da etwas Ocker getupft wird, sodass organische Nass-in-Nass-Verläufe entstehen. Für zusätzliche Verwitterung bzw. etwas Schutt trage ich verdünnten Holzleim unregelmäßig auf und streue Sand und Steinchen drüber. Ich nehme hierfür dunklen Terrariumsand, denn den muss man nicht extra einfärben. Danach folgen Washes. Ich trage wie üblich großflächig einen braunen Wash auf, in den ich hier und da etwas schwarzen Wash hineintupfe. Nach dem Trocknen wird dann noch mit einem Sandton und einem Hellgrau trocken gebürstet. Den Abschluss bildet Terrariumsand, der aufs flache Fundament gestreut bzw. geklebt wird, sowie der Einbau von kaputten Fenstern. Die habe ich vorher übrigens schwarz bemalt und mit Hellgrau trocken gebürstet. Danach wäre eure Ruine dann auch schon spielbereit. Schon prima, was man so alles aus Resten zaubern kann, oder? Viel Spaß beim Nachbauen und Entwerfen eigener Ruinen. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!